Olga war eine tierliebende Frau, die in einem kleinen Zoo in einer Stadt in Russland arbeitete. Eines Tages bekam der Tierpark ein neues Mitglied. Einen männlichen Gepard namens Ichel. Alle waren gespannt darauf, diese Raubkatze kennenzulernen und zu sehen, wie er sich in seinem neuen Zuhause verhalten würde. Doch als er ankam, geschah etwas Seltsames. In seinem neuen Zuhause legte sich Ichel sofort hin, anstatt sein neues Gehege zu erkunden. Am nächsten Morgen wurde es noch schlimmer, als die Mitarbeiter bemerkten, dass sich der Gepard die ganze Nacht nicht bewegt hatte. Sie dachten, dass er vielleicht nur verängstigt oder aufgeregt war, weil er an einen neuen Ort gebracht wurde. Also versuchten sie ihn mit einem Frühstück aufzumuntern. Aber der Gepard schien nicht fressen zu wollen. Das ließ bei den Mitarbeitern sofort die Alarmglocken läuten und sie riefen sofort einen Tierarzt. Dieser sollte feststellen, was mit ihm nicht stimmte. Nachdem er Ichel einen Gesundheitscheck unterzogen hatte, teilte der Tierarzt den besorgten Mitarbeitern mit, dass der Gepard schwerer atmete als normal. Der Mann erklärte daraufhin, dass er davon ausging, dass sich das Tier während des Transports zum Zoo eine Erkältung zugezogen hat. Diese hat sich anschließend zu einer schwereren Lungenentzündung entwickelt. Er teilte den Zoo-Mitarbeitern mit, dass Ichel dringend ein Medikament zur Bekämpfung des Virus erhalten musste. Aber das würde keine leichte Aufgabe sein. Die Großkatze wollte weder fressen noch trinken. Das bedeutete, dass die Medikamente, die er nehmen musste, um gesund zu werden, nicht in seinen Körper gelangen konnten. Je länger der Gepard die erforderliche Medizin nicht einnahm, desto schlechter ging es ihm. Er verlor viel Gewicht, sein Fell wurde stumpf und rau und seine Augen wurden rot. Und wenn Ichel versuchte aufzustehen, hielt er es nur wenige Sekunden aus, bevor seine Beine nachgaben und er zu Boden fiel. Alle Angestellten des Zoos machten sich unglaubliche Sorgen um Ichel. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, damit es ihm besser ging. Aber am meisten Sorgen machte sich eine Frau namens Olga. Ihr war klar, dass das Tier sterben könnte, wenn es nicht bald Hilfe bekam. Nach langem Überlegen schlug Olga schließlich vor, Ichel von der Hand zu füttern. So wollte sie sicher gehen, dass das Tier die Medizin auch wirklich fraß, wie er es sollte. Die Zoowärter lehnten die Idee ab, da sie das Risiko für zu groß hielten. Wilde Tiere sind ohnehin schon schwer einzuschätzen. Aber wenn sie noch dazu krank oder verletzt waren, waren sie unberechenbar. Aber Olga sah keine andere Möglichkeit, das Tier wieder gesund zu machen. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand und ignorierte die Bedenken der anderen. Eines Tages, als keiner der Pfleger in der Nähe war, schlich sich Olga zum Gehege und öffnete die Käfigtür. Leise schlich sie sich hinein und näherte sich vorsichtig der Raubkatze. Ichel zuckte nicht einmal und blieb stattdessen auf seinem Platz liegen. Als Olga nahe genug an dem Tier war, holte sie ein Stück Fleisch hervor, das sie mit in den Käfig geschmuggelt hatte. Sie versuchte es dem Tier anzubieten. Aber er fletschte nur ein wenig die Zähne, als wollte er ihr sagen, sie solle weggehen und ihn in Ruhe lassen. Entschlossen nicht aufzugeben, bis der Gepard etwas gefressen und getrunken hatte, versuchte Olga, das Fleisch in etwas Wasser zu tauchen, um zu sehen, ob es dadurch für Ichel appetitlicher würde. Erstaunlicherweise leckte der Gepard das Wasser vom Fleisch ab. Es war nicht viel, aber immerhin etwas. Anschließend nahm der Gepard auch einen kleinen Bissen. Es war das erste Stückchen Nahrung, das er seit langem zu sich genommen hatte. Danach schien Ichel genug zu haben und wandte sich von Olga ab. Und obwohl es nur sehr wenig war, war Olga überglücklich. Sie verließ den Käfig, schloss ihn wieder hinter sich und lief zum Tierarzt, um die Medizin für Ichel zu besorgen. Sie hatte einen Plan, wie sie das Raubtier dazu bringen konnte, die Medikamente zu nehmen, ohne dass er es merkte. Jedes Mal fügte sie dem in Wasser eingeweichten Fleisch ein wenig Arznei hinzu. Der Gepard wusste nicht, dass seinem Futter etwas zugesetzt worden war und knabberte fröhlich an den Fleischstücken. Bald darauf wirkte die Medizin. Ichel erholte sich und kam zur Besinnung. Er war viel aktiver als bei seiner ersten Ankunft. Und er schien neugieriger auf seine Umgebung zu sein. Als Olga ein paar Tage später kam, um ihn mit Fleisch zu füttern, erhob sich der Gepard von seinem Platz auf dem Boden und ging ihr entgegen. Er stieß mit dem Kopf gegen ihre Beine, als wollte er sich bedanken. Olga war verblüfft und streichelte ihm freudig den Kopf. Als sie dies tat, schnurrte er wie ein Kätzchen. Von da an ging Olga täglich in Ichels Käfig und wurde jedes Mal von der liebevollen Raubkatze begrüßt. Die Frau wusste, dass Ichel und sie eine starke Bindung aufgebaut hatten und dass er jeden Tag freudig auf ihre Ankunft wartete. Als sich die Dinge für Ichel zum Guten wendeten, konnte Olga nicht zufriedener sein. Doch dann nahm alles eine schlimme Wendung. Im Sommer, ein Jahr nachdem Ichel in den kleinen Zoo gebracht worden war, wurde eine Entscheidung getroffen, die sowohl Olga als auch dem Gepard das Herz brechen sollte. Der Zoo teilte Olga mit, dass er einfach nicht genug Geld hatte, um die Raubkatze zu halten.
Sie konnten es sich weder leisten, ihn unterzubringen und zu füttern, noch ihm die Medikamente zu geben, die er dringend benötigte. Deshalb gab der Besitzer bekannt, dass er Ichel an einen Zirkus verkauft hatte. Es dauerte nicht lange, bis er in sein neues Zuhause gebracht wurde. An diesem Tag lud man ihn in einen Transportkäfig. Als ob er wüsste, dass er von seiner besten Freundin getrennt werden würde, schlug Ichel um sich und knurrte laut. Olga war untröstlich und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Da der Zirkus durch das ganze Land reiste, wusste Olga nicht, wo er sich gerade aufhielt. Das bedeutete, dass sie ihn nicht besuchen konnte. 4 lange Jahre vergingen, als die Nachricht, dass wieder ein Zirkus in der Stadt war, Olga zu Ohren kam. Sie hörte, dass der Zirkus einige seiner Tiere in den Zoo bringen wollte, damit sie gefilmt werden konnten. Auch ein blinder Gepard wurde mitgebracht. Es stellte sich heraus, dass das Tier 2 Jahre zuvor sein Augenlicht verloren hatte, nachdem es von einer schweren Krankheit befallen worden war. Glücklicherweise hatte er überlebt. Olga erfuhr bald, dass sich das Tier in einem Gehege in der Nähe befand. Sie konnte ihr Glück nicht fassen. War es wirklich Ichel? Sie eilte zu dem Raum, in dem der Gepard untergebracht war. Als Olga eintrat, beachtete das Raubtier sie zunächst nicht und fraß weiter sein Futter. Doch als die Frau den Zirkusmitarbeiter nach dem Tier fragte, hörte er auf zu fressen und drehte sich zu ihrer Stimme um. Er konnte seine Freundin nicht mehr sehen, aber er wusste, dass es Olga war. Dann kniete sich Olga zu dem Gepard nieder und umarmte ihn. Ichel saß ruhig da und ließ sich drücken. Anschließend leckte er Olga sanft ab, während die Frau ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Nach dem Wiedersehen einigte sich die Frau mit dem Zirkusbesitzer darauf, dass sie Ichel behalten durfte. Heute lebt der Gepard bei Olga und ihrem Mann in einem selbstgebauten Gehege. Die beiden kümmern sich liebevoll um das Tier und Ichel hat ein schönes Zuhause gefunden, wo er gepflegt und geliebt wird. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann hilft einem sterbenden Eisbären. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.